Hey, willkommen zurück bei Asien Vibes. Dieses Mal nehmen wir dich mit auf 2 unvergessliche Ausflüge ab Koh Samui. Im Ang Thong Marinepark wandern wir zu atemberaubenden Aussichtspunkten hoch über den Inseln, entdecken versteckte Lagunen und genießen die traumhafte Kulisse dieser einzigartigen Inselwelt. Danach geht's weiter aufs Meer, zum Schnorcheln in türkisblauem Wasser, bevor wir auf Pig Island landen. Dort laufen süße Schweine frei am Strand umher und sorgen für ein Erlebnis, das du so schnell nicht vergessen wirst. Unser erster Ausflug führt uns in den Ang Thong Marinepark. Gebucht haben wir ihn über Get Your Guide und das haben wir definitiv nicht bereut. Früh am Morgen, pünktlich um 7:15 Uhr, wurden wir direkt am Hotel mit einem Minivan abgeholt. Am Pier hieß es dann einchecken. Kurze Sicherheitseinweisung und schon ging's los aufs Meer. Während der Fahrt gab's ein kleines Frühstück an Bord. In Ang Thong Marine Park, there will be many boats from Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao there. So remember the name of this boat. Easy name, Boat 2. Der erste Stopp, die Insel Koh Mei Koh. Hier konnten wir wählen, ob wir mit dem Kajak oder im Longtailboot übersetzen. Wir haben uns fürs Longtail entschieden. Auf der Insel sind wir zum Aussichtspunkt hochgewandert und von dort hat man einen fantastischen Blick auf den Emerald Lake. Ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst. Anschließend blieb noch etwas Zeit, um am Strand zu entspannen. Zurück am Boot wartete schon ein leckeres Mittagessen, bevor es weiter zur Insel Koh Vua Talab ging. Dort wurde es nochmal richtig sportlich. Steile Naturtreppen führten hinauf zu insgesamt 5 Plattformen. Die hohe Luftfeuchtigkeit hat uns dabei ordentlich gefordert. Ich habe an der 3. Plattform schlapp gemacht, aber Marco hat es bis ganz nach oben geschafft. Leute, ich kann euch sagen, es ist super anstrengend. Die Luftfeuchtigkeit, die macht einen fertig, aber wir schaffen es. Und die Aussicht dort oben? Atemberaubend.
Zum Abschluss haben wir uns noch am Strand erholt, bevor es zurück zum Boot und nach Koh Samui ging. Alles war super organisiert. Ein Ausflug, den wir wirklich nur empfehlen können. Unser nächstes Inselabenteuer führt uns nach Koh Mat Sum, besser bekannt als Pig Island. Mit dem Roller sind wir zum Thong Cruit Pier gefahren, wo uns direkt eine Mitarbeiterin eines lokalen Veranstalters angesprochen hat. Nach kurzem Verhandeln hatten wir einen guten Preis und saßen nur wenige Minuten später im Longtailboot. Ganz für uns allein. Der erste Stopp war vor der Insel Koh Tan. Dort legten wir am Korallenriff an und hatten rund eine Stunde Zeit zum Schnorcheln. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Ja, Fazit von unserer Schnorcheltour hier war eigentlich ganz cool. Also wir haben mehr Fische gesehen, als wir dachten. Allerdings sind die Korallen hier abgestorben. Also das ist auf jeden Fall Fakt. Ja, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Danach ging es weiter nach Koh Mat Sum. Kaum angekommen, waren auch schon die ersten Schweine da. Vom kleinen Ferkel bis hin zu richtig großen Tieren. So, nach dem Schnorcheln sind wir jetzt hier auf der Schweineinsel, sind hier mit unserem Longtailboot angefahren und haben quasi nochmal 50 Baht pro Person Eintritt bezahlt. Da ist aber jeweils auch noch ein Wasser dabei, was wir äußerst fair finden. Und ja, es macht Spaß hier. Es sind wirklich viele kleine und große Schweine hier, die sind auch freundlich. Auf jeden Fall. Also Obwohl, ich habe probiert, die aus der Hand zu füttern. Das kam mir dann doch ein bisschen komisch vor, weil hier sind schon manche Schweine richtig groß und da muss man vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Ja. Aber alles in allem macht es echt Spaß. Also man kann die dann mit dem Futter so ein bisschen an den Beach locken und coole Fotos machen und so. Und also ich fand es richtig cool hier. Also, ja, und ich fand auch die Schweine, die machen jetzt einen wirklichen Eindruck. Ich meine, wir können nicht in sie reinschauen, aber ja, ist auch touristisch. Aber die Touristen sind alle auch nett zu den Schweinen, sage ich mal. Ja. Und außerdem hier ist echt noch ein schöner Strand. Essen gibt's hier, Bier gibt's hier, Getränke. Ja. Also uns gefällt's gut. Genau, also ich denke, es hat sich gelohnt. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. The moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't. Es war zwar einiges los, aber die Besucher haben sich gut verteilt. Mit ein bisschen Futter kamen die Schweine bis an den Strand. Und genau dort sind die besten Momente entstanden. Die Tiere wirkten entspannt, wir hatten jede Menge Spaß und haben dabei richtig coole Fotos und Videos gemacht. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing.
I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. Ja, und noch ein Tipp, also wenn ihr einen Roller habt, dann fahrt auf jeden Fall zu dem Pier, blende ich jetzt mal ein und verhandelt dort und holt euch ein privates Longtailboot. Wir haben jetzt für 4 Stunden inklusive Schnorcheln und Schweineinseln nur 1600 Baht zusammen bezahlt, was auf jeden Fall wesentlich günstiger ist und vor allem private gegenüber den Touren hier. Nur so ein Tipp. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just. So, Fazit. Ich fange mal mit dem Marinepark Antong an. Wir hatten es ja schon in den Videos gesagt. Also wir waren absolut begeistert von der Crew und von den Guides. Die waren total freundlich, total nett, cool drauf. Es war perfekt organisiert, muss man ganz einfach sagen. Von A bis Z hat alles wunderbar geklappt. Ja, wir haben uns ja für die Tour entschieden mit dem großen Boot. Wir waren mit ca. 60 bis 80 Leuten unterwegs. Dadurch war das Boot natürlich auch ein bisschen langsamer. Das heißt, wir haben zur ersten Insel schon mal ca. 90 Minuten mindestens gebraucht. Und das wiederum heißt, dass man für die Aktivitäten auch nicht so viel Zeit hat. Das heißt, bei dieser Tour ist der Zeitplan ziemlich straff. Und an der ersten Insel konnte man sich entscheiden, ob man noch Kajak fährt. Das hätte jetzt noch mal 10 Euro pro Person mehr gekostet. Das war in unseren Augen, hätte sich das jetzt nicht gelohnt, weil das war eine Kajakfahrt von ungefähr 20 Minuten. Vielleicht sollte man dann mal an einem anderen Platz Kajak fahren. Wir sind dann mit dem Longtailboot zur ersten Insel, haben dann dort den Emerald Lake gemacht. Ja, das war cool. Danach hatten wir noch ungefähr 15 Minuten Zeit am Strand, aber der Strand war jetzt nichts Besonderes. Nee. Dann ging es weiter zur zweiten Insel nach dem Mittagessen, noch mal ungefähr eine Fahrt von 20 Minuten. Und dort war dann der Zeitplan sehr straff. Man hatte 2 Stunden dort nur und es gab eigentlich 3 Highlights. Das war einmal der Aussichtspunkt, was das absolute Highlight von der ganzen Insel ist. Man hat da quasi einen Überblick über den kompletten Marinepark. Das ist wirklich, habt ihr ja gesehen im Video, das war wirklich einmalig. Dann gab es noch eine Höhle mit Tropfsteinhöhle, sowas in die Richtung. Und das dritte war Schnorcheln. Ja. Genau, aber ich glaube, der Schnorchelplatz war jetzt auch nicht so. Hat sogar der Guide gesagt, Ja. dass der Schnorchelplatz jetzt nicht der Wahnsinn ist. Genau. Weil klar, ist ja kein Riff da und so, direkt am Beach. Und deswegen, es war sehr straff. Wir haben dann den Aussichtspunkt gemacht und haben nachher noch ein bisschen relaxed und dann waren die 2 Stunden schon vorbei. Das müsst ihr wissen. Ein Tipp vielleicht, wir machen das noch in die Videobeschreibung. Es gibt auch noch andere Touren, die sind ein bisschen teurer. Eine davon ist auf jeden Fall mit einem Schnellboot. Die sind ungefähr doppelt so schnell. Das heißt, man spart schon mal bei der Anfahrt 45 Minuten, die man dann wahrscheinlich länger auf der Insel verbringen kann. Aber im Großen und Ganzen war es total cool. Wir werden es wieder machen. Hat richtig Spaß gemacht und ja, war eine coole Erfahrung. Ja, und ich muss sagen, mein Favorit war tatsächlich Pig Island. Das liegt auch daran, dass wir halt eben alleine unterwegs waren, beziehungsweise mit dem Longtailbootfahrer. Und ja, und allein die Fahrt dahin hat super viel Spaß gemacht. Wir haben oben drauf gesessen, das Wetter hat gepasst, alles war perfekt. Ja, und auch das Schnorcheln an dem Riff, auch wenn das Riff jetzt nicht mehr wirklich intakt war, hat es trotzdem Bock gemacht. Wir waren ja auch nur zu zweit da, also ja. Sonst war keiner um uns rum. Ja gut, in der Ferne war noch ein anderes Riff, wo eine andere Gruppe war, aber in dem Fall waren wir da alleine. Ja, und dann ging es ja zur Schweineinsel und ja, da war natürlich auch viel los und das ist ja überall auf Koh Samui tatsächlich so, dass viel los ist. Also da sollte sich keiner irgendwelche Hoffnungen machen. Allerdings haben wir jetzt September, das heißt, die Kurve flacht schon so ein bisschen ab.
Also ich finde, es hat sich noch in Grenzen gehalten und auf der Insel hat sich das auch alles super verteilt. Und es hat halt wahnsinnig Spaß gemacht, da rumzulaufen und mit den Schweinen da zu interagieren und Fotos zu machen. Und ja, also es war schon richtig cool. Sowas erlebt man nur auf den Bahamas oder sowas. Also von daher fand ich das richtig cool. Ja, und der Strand, der war auch richtig schön. Es Ja. war ein richtig schöner Strand. Man Ja. konnte wirklich noch weit an dem Strand vorbeispazieren. Genau. Ist wirklich eine schöne Insel. Ja, kann man echt so sagen. Und ja, und dann würden wir sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns wirklich sehr über ein Abo freuen. Und schaut mal in die Videobeschreibung rein, da findet ihr alle Standorte und Tipps. Und falls ihr was loswerden wollt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf Koh Samui. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.